Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und aus unserer Reihe Geschenke aus dem Thermomix möchte ich euch heute einen Karamell-Sahne-Likör präsentieren. Der Unterschied von meinem Rezept für Karamell-Sahne-Likör zu anderen bestehenden Rezepten liegt darin, dass wir unser Karamell anfangs selbst herstellen. Wir werden also nicht Karamellbonbons auflösen, von denen wir gar nicht wissen, was da für Zutaten drin sind, sondern wir produzieren sozusagen unser Karamell selbst. Dafür nehmen wir auch keinen Industriezucker, sondern Kokosblütenzucker, das seht ihr gleich. Das funktioniert allerdings erst ab dem TM6, denn erst ab dem TM6 gibt es die Karamellisierfunktion. Bei älteren Modellen wie TM5 oder TM31 können wir das leider so nicht durchführen. Ein kleiner Nachteil ist allerdings, dass es kein einzelnes Karamellisierprogramm gibt, sondern wir müssen uns sozusagen eines vorhandenen Cookie-Do-Programms für Guided Cooking bedienen. Ich habe mich in dem Fall für die Karamellsoße entschieden. Das richtige Rezept verlinke ich euch auf jeden Fall, denn es gibt momentan beim Cookie Do 2 Karamellsoßen. Die eine ist, wie gesagt, Auflösung von Karamellbonbons und das andere Rezept ist für den TM6 zum Karamellisieren von Zucker. Damit starten wir jetzt. Wichtig ist, dass man wirklich die Mengen einhält, weil wenn man jetzt zu wenig Zucker nimmt oder ähnliches, dann meckert das Programm und führt das Karamellisieren nicht durch, weil wirklich wichtig ist zum Gelingen des Programms, dass die Mengen genau exakt eingehalten werden, wie es im Programm steht. Deswegen nehmen wir als erstes 250 Gramm Kokosblütenzucker. In einem anderen Video habe ich mal erklärt, warum ich Kokosblütenzucker statt raffiniertem Zucker nehme. Ich denke, ich werde das nochmal extra auskoppeln, weil die Frage immer wieder kommt. Und damit ich das nicht jedes Mal erkläre und euch langweilig wird, werde ich einfach mal diesen Teil aus dem Video auskoppeln und extra veröffentlichen. So kann der, den es interessiert, einfach mal schauen, warum verwendet denn die Christina nicht normalen Zucker? Die hat aber ihre Gründe, das kann ich euch sagen. So, also jetzt geht's aber los. Genug geredet. Mein Kabel zieht leider wieder mal am Thermomix, was dazu führt, dass die Waage ein wenig wackelt. Also wenn bei euch mal die Waage wackelt, oft ist es wirklich das Problem mit dem Kabel. So, dann legen wir jetzt aber los. Genug geredet. Zuerst gebe ich hinzu 250 Gramm Kokosblütenzucker. Klicke auf Weiter. 70 Gramm Sahne. Ich habe hier Rama Creme Fine, 19% zum Schlagen. Ich verwende ja fast nur Rama Creme Fine statt der Sahne, die ja in der Regel 30% Fett enthält, kann man hier ein bisschen Fett sparen. Dann 30 Gramm Wasser, das habe ich auch schon abgewogen. 1 Teelöffel Zitronensaft. Zitrone habe ich immer frisch ausgepresst in einer kleinen Flasche im Kühlschrank, das habe ich auch schon mal abgemessen. Und dazu 30 Gramm Butter. Die sollte möglichst kalt sein, kann auch wie hier in einem Stück zugegeben werden. So, jetzt setzen wir den Mixtopfdeckel auf und sollen auch gleich einen Spritzschutz aufsetzen. Ich weiß nicht, wer diesen Deckel hat, der ist, glaube ich, Standardzubehör. Wenn ich den jetzt aufsetze und die Arme zufahre, dann ist mein Thermomix verriegelt und ich kann nicht mehr reinschauen. Ich möchte aber zwischendurch immer mal gucken, ob das auch alles so funktioniert. Deswegen sage ich jetzt, ich habe den Spritzschutz aufgesetzt. Ich schwindel mal ein bisschen und drehe jetzt unseren Wähler auf die Karamellisierstufe. Und wenn die Arme zugefahren sind, setze ich den Deckel auf. So habe ich einen Spritzschutz, aber trotzdem kann ich zwischendurch immer mal in den Topf linsen, ob alles in Ordnung ist. So, wir sehen uns in 28 Minuten wieder. So lange dauert nämlich das Karamellisieren hier. Bis gleich. Das Karamellisieren des Zuckers ist abgeschlossen. Wir verlassen jetzt dann aber das Programm Karamellsoße. Ich drücke dafür auf das Häuschen und bin dann wieder im Startprogramm. Wer möchte, kann jetzt dann die Waage benutzen für die nächsten Zutaten. Ich setze den Deckel eigentlich immer ab. Ich weiß nicht, macht ihr wahrscheinlich auch so. Ist im Rezept oft nicht angegeben, aber ich finde, Zutaten zugeben durch den Deckel ist bei mir manchmal ein bisschen schwierig. Ich kleckere so gern. So, wir haben jetzt hier einen schönen Karamell. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Der ist natürlich etwas bräunlicher als
oder dunkelbräunlicher als Karamell aus raffiniertem Zucker, weil einfach Kokosblütenzucker ja von Hause aus schon dunkler ist. Dann geben wir hinzu 350 Gramm Milch. Ich habe hier Haarmilch mit 1,5% Fett. Dazu kommen, das muss ich schon selber gucken, 150 Gramm Sahne, natürlich wieder Rama Creme Fin und ein Ei. Und das Ganze rühren wir dann nochmal. Einfach hier oben auf das X drücken, dann kommt ihr wieder, dann rüberwischen, kommt ihr wieder zum Startbildschirm. Wir rühren jetzt 5 Minuten bei 80 Grad und Stufe 2 und dann bin ich auch gleich wieder da. So, weiter geht's im Text. Wir geben jetzt den Wodka hinzu, der aus unserem Karamell-Sahne-Getränk, was wir momentan hier haben, erstmal einen Karamelllikör macht. Das sind 150 Gramm Wodka, der den Namen eines ehemaligen russischen Präsidenten trägt. Ihr wisst, wen ich meine. 150 Gramm. Dann setzen wir den Deckel wieder auf und rühren und erhitzen das Ganze nochmal 5 Minuten lang bei 90 Grad in dem Falle. Und wieder Stufe 2. Bis gleich. Das Karamellisieren und Mischen unseres Karamell-Sahne-Likörs ist beendet. Wir werden den jetzt umfüllen. Dafür habe ich mir hier schon Flaschen gerichtet. Und zwar einmal 500 Milliliter, zweimal 250 Milliliter. Die habe ich vorher heiß ausgespült. Das solltet ihr immer tun, wenn ihr irgendetwas abfüllt, um einfach eine längere Haltbarkeit sicherzustellen. Das sieht richtig schön aus. Hier oben hat sich jetzt so ein kleiner Schaum gebildet. So, dann füllen wir unseren Karamell-Sahne-Likör mal ab. Wer übrigens nicht auf Kalorien achten muss und dem Kokosblütenzucker zu teuer ist, der kann natürlich die ganze Geschichte auch mit ganz normalem raffinierten Zucker durchführen. Die Mengen und Durchführung ist genau das gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. Das reicht nicht ganz für die dritte Flasche, aber ihr werdet ja bestimmt nicht alles verschenken. Die Bügelflaschen werden dann jetzt verschlossen. Dann lasse ich die hier bei Zimmertemperatur abkühlen und dann kommen die in den Kühlschrank und im Kühlschrank sind die circa 3 Monate haltbar. Das ist gar kein Problem. Aber ich gehe mal davon aus, so lange werden die eh nicht stehen. Vor dem Verzehr solltet ihr die noch mal kurz durchschütteln. Und wenn ihr sie verschenken wollt, verziert die, zum Beispiel wie ich hier mit einem Bändchen, Schleifchen, mit Etiketten. Wenn ihr sie verschenkt, solltet ihr auch draufschreiben, wann ihr die hergestellt habt oder generell vielleicht ein Etikett mit dem Herstellungsdatum als Erinnerung, sodass man den nicht versehentlich zu lange aufbewahrt. Aber der ist so lecker, da gehe ich gar nicht mal von aus, dass der so lange halten wird. Es ist ein schönes Geschenk für die Winterzeit, aber ich finde auch Karamell kann man das ganze Jahr genießen und vielleicht auch mal zu Ostern oder Ähnlichem. Ich werde den jetzt auf jeden Fall für die Weihnachtszeit nochmal machen und dann auch in verschiedene Geschenkkörbe verteilen und meinen Lieben eine Überraschung bereiten und ihnen einen schönen Karamell-Sahne-Likör schenken. Na dann, bis zum nächsten Mal, eure Christina, bis bald!